Assalamu alaikum. Bitte hör unbedingt bis zum Ende zu. Dieses Video enthält wichtige Informationen über die Entstehung und Geschichte der Feier des Geburtstags des Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden seien auf ihm. Wir feiern den Geburtstag des Propheten an einem Datum, dessen genaue historische Richtigkeit bis heute keineswegs eindeutig feststeht. Wusstest du, dass die Gelehrten der Sira das genaue Geburtsdatum des Propheten erheblich unterschiedlich überlieferten und darüber keine Einigkeit besteht? Sicher überliefert ist, dass der Prophet an einem Montag geboren wurde. Der genaue Tag und Monat bleiben jedoch umstritten. Abu Qatada berichtete in Sahih Muslim, dass der Prophet über das Montagsfasten sagte, das ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Doch welcher Montag war es genau und in welchem Monat? Genau hier beginnen die unterschiedlichen historischen Überlieferungen über sein Geburtsdatum. Eine Überlieferung nennt den ersten Rabi al-Awal und wird Abdullah ibn Abbas zugeschrieben. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Eine weitere Meinung nennt den zweiten Rabi al-Awwal. Sie wird Abu Ma'shar und Abd al-Ghani al-Makhdisi zugeschrieben. Eine dritte Überlieferung nennt den dritten Rabi al-Awwal, ohne dass dieser Standpunkt in unseren Quellen einer einzelnen Autorität eindeutig zugeschrieben wird. Der achte Rabi al-Awwal wurde von zahlreichen Gelehrten vertreten, darunter Ibn Hazm und Ibn Dihya sowie weitere Sira-Fachleute. Doch damit nicht genug. Die Gelehrten überlieferten mehrere weitere Ansichten zum genauen Geburtsdatum, auch ein deutliches Zeichen dafür, dass hier keine historische Gewissheit besteht. Und genau deshalb ist die entscheidende Frage, wie kann man einen bestimmten Tag als sicheren Geburtstag festlegen, wenn die historischen Überlieferungen selbst mehrere unterschiedliche Daten nennen? Doch die entscheidende Frage bleibt, wer hat diesen Tag ursprünglich ausgewählt und warum setzte sich gerade dieses Datum gegenüber den anderen Überlieferungen durch? Und hier wird es besonders interessant. Der 12. Rabi al-Awwal wurde zum bekannten Datum des Gedenkens, obwohl gerade dieses Datum historisch keineswegs eindeutig als Geburtstag feststeht. Und noch erstaunlicher, der 12. Rabi al-Awwal wird von manchen Quellen sogar eher mit dem Todestag des Propheten verbunden als mit seinem Geburtstag. Damit stellt sich eine entscheidende historische Frage. Warum wurde ausgerechnet dieses umstrittene Datum zum festen Termin der heutigen Feierlichkeiten? Doch bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir verstehen, wie das islamische System der Feste überhaupt geregelt ist. Im Islam sind die Feste nicht frei erfunden. Der Prophet legte für die Muslime zwei große jährliche Feste fest, Eid al-Fitr und Eid al-Adha. Und jeder dieser beiden Feiertage hat seine eigenen festgelegten Gottesdienste und Handlungen größ, wie das Gebet und bestimmte Formen der Wohltätigkeit oder das Opfer. Deshalb stellt mich die entscheidende Frage, wo genau sollte in diesem festgelegten System ein jährlicher Geburtstag als neues religiöses Fest seinen Platz finden? In den überlieferten Quellen des Propheten, seiner Gefährten und der ersten Generation finden wir keinen Hinweis darauf, dass dieser Geburtstag als jährlicher religiöser Feiertag begangen wurde. Das einzige eindeutige Beispiel für eine jährliche religiöse Feier im Leben des Propheten ist die Feier der beiden von ihm festgelegten Eids, nicht ein jährlicher Geburtstag. Als der Prophet nach dem Grund gefragt wurde, sagte er sinngemäß, das ist der Tag, an dem ich geboren wurde und an dem mir die Offenbarung zuteil wurde. Er sprach also von einem wöchentlichen Fasten am Montag, nicht davon, diesen Tag einmal im Jahr als religiöses Fest zu feiern. Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied. Das Fasten am Montag ist eine überlieferte Handlung. Auf ein jährliches Fest daraus zu machen, ist etwas völlig anderes. Dasselbe sehen wir beim Aschura-Tag. Dankbarkeit wurde durch das Fasten ausgedrückt und nicht durch die Einführung eines neuen religiösen Festes. Als die Juden den Aschura-Tag aus Dankbarkeit für die Rettung Musas fasteten, bestätigte der Prophet das Fasten, nicht einen neuen Feiertag. Das zeigt uns ein klares Prinzip. Eine Handlung der Dankbarkeit wird nicht automatisch zu einem jährlich wiederkehrenden religiösen Fest. Doch wann tauchte die Feier des Mawlid eigentlich historisch auf? Die Antwort führt uns viele Jahrhunderte nach dem Propheten und seinen Gefährten. Im frühen 7. Jahrhundert nach der Hijra wurde die Feier besonders bekannt durch Al-Muzaffar Abu Sa'id Kökböri, den Herrscher von Erbil. Historische Quellen berichten, dass Kökböri in Erbil große Maulid-Feierlichkeiten veranstaltete und dass dort sogar ein eigenständiges Werk über den Maulid entstand. Und genau an diesem Punkt wird die Geschichte interessant. Eine Feier, die Jahrhunderte nach der prophetischen Zeit entstand, wurde später zu einem festen religiösen Brauch erklärt. Und hier kommen die historischen Quellen ins Spiel. Sie zeigen uns nicht nur, wann der Maulid auftauchte, sondern auch in welchem politischen und religiösen Umfeld er entstand. Erst im Jahr 362 nach der Hijra entstand diese Feier erstmals in Ägypten, unter der schiitisch-batinitischen Fatimiden-Dynastie. Der Historiker Al-Makhrisi dokumentierte, dass die Fatimiden gleichzeitig 6 offizielle Geburtstagsfeiern einführten. Für den Propheten, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Husayn und sogar ihren eigenen Kalifen. Die Geburtstagsfeier des Propheten stand in derselben Liste wie die eines regierenden Herrschers. Ein politisches Ritual, keine authentische religiöse Praxis.
Im Jahr 604 nach der Hijra belebte König Al-Muzaffar Kokburi diese Feier in Erbil neu, diesmal in sunnitischem Umfeld, mit prunkvollen Festen. Ibn Dihya al-Kalbi verfasste für König Kokburi das allererste eigenständige Buch über diese Feier und erhielt dafür 1000 Golddinare als Belohnung. Ab dem 8. Jahrhundert nach der Hijra begannen Gelehrte wie Al-Fakhihani, Ibn Taymiyyah und Ash-Shatibi, diese Feier als religiöse Neuerung ohne jegliche Grundlage zu erkennen. Der Gelehrte As-Suyuti vertrat später eine Gegenposition und bezeichnete diese Feier als eine angeblich gute Neuerung im Islam. Die überwiegende Mehrheit der Gelehrten widersprach As-Suyuti jedoch. Denn eine gute Neuerung in der Anbetung kann es im Islam eigentlich nicht geben. Die Mehrheit stützte sich auf das Prophetenwort. Jede Neuerung ist ein Irrweg. Eine allgemeine Aussage ohne jegliche Ausnahme. Zudem hatten die Gefährten die größte Liebe zum Propheten und die beste Absicht, feierten aber dennoch nie seinen Geburtstag für bis. Gute Absicht allein reicht also nicht aus. Und der Prophet warnte nicht nur allgemein vor Neuerungen. Er lehrte auch, dass seine Religion bereits vollständig übermittelt worden war. Allah sagt, heute habe ich eure Religion für euch vervollkommnet, meine Gunst an euch vollendet und den Islam als eure Religion bestimmt. Darum, mein Bruder, hüte dich vor religiösen Neuerungen, denn jede neu eingeführte Sache in der Religion ist eine Neuerung, jede Neuerung ist ein Irrweg und jeder Irrweg führt ins Höllenfeuer. Möge Allah uns die Wahrheit erkennen lassen und uns aufrichtig auf dem richtigen Weg halten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.